Hast du deine Mehle schon mal für dein Brot zu Hause selber gemahlen? Ich habe jetzt hier noch selbstgemahlenen Waldstaudenroggen und habe dann das Rezept noch um normalen Roggen ein bisschen ergänzt. Hatte nicht ganz ausgereicht. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben findest du wie immer unten in der Beschreibung, kommt aber auch noch mal zum Schluss zum Screenshotten. Füg noch ein bisschen Salz hinzu, ein wenig Pflanzenöl und dann als natürliches Backtriebmittel arbeite ich gerne mit Wasserkefir. Du kannst aber natürlich auch Hefewasser verwenden. Und dann habe ich am Vortag Kartoffeln mit Schale gekocht, also Pellkartoffeln, und habe die dann gepellt und dann einmal kurz durchgemanscht, also in der Kartoffelpresse. Die kommen noch hinzu für mehr Saftigkeit, noch ein bisschen Wasser und was bei Roggenmehl nicht fehlen darf, ist Sauerteig. Ich habe kürzlich ein Video für euch gedreht und dann habe ich noch so viele Sauerteigreste. Die sind nicht mehr ganz so aktiv, aber ich wollte mal gucken, ob es für ein Brot ausreicht. Also das noch hinzugefügt. Ihr könnt bei dem Teig auch circa 50 bis 100 Milliliter mehr Wasser hinzugeben. Dann wird es noch mal ein bisschen weicher zwar, aber für die Profis gerade besser händelbar. Für den Anfänger würde ich tatsächlich diese Menge machen, weil Roggen ja dazu neigt, egal wie gut ihr es knetet, dass es später ein ganz klebriger Teig ist. Also der ist kompakter als ein Weizenteig oder auch ein Dinkelteig. Und die Variante, die ich euch jetzt hier gezeigt habe von den Mengenangaben, ist super gerade für Anfänger. So, meine Teigpeitsche hat das richtig gut durchgeknetet. Daher kann ich jetzt hier so einen Gärkorb bemehlen, knete den Teig nochmal durch. Und hier könnt ihr sehen, ich brauche nicht mal Mehl auf der Arbeitsfläche. Wie gesagt, die Erfahrenen unter euch, gebt ruhig 50 bis 100 Milliliter mehr Wasser hinzu. Und wer das ganz flüssig haben möchte, um es im Kasten zu backen, also in einer Kastenform, kann sogar 200 Milliliter mehr hinzugeben. Ich drücke das Ganze jetzt in den Gärkorb hinein. Wer diesen nicht hat, der nimmt einfach ein Sieb und macht da ein Küchentuch rein, bemehlt das. Funktioniert genauso. Der Teig braucht jetzt erstmal Zeit zum Aufgehen. Und damit der schön aufbricht und so eine rustikale Kruste bekommt, bemehle ich ihn noch ein wenig, decke ihn dann mit meiner Abdeckhaube ab. Das ganze Equipment, was ich euch empfehlen kann und was ich auch nutze, das findet ihr natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und nach circa 3 bis 6 Stunden sollte das Ganze so aussehen. Ich stütze das jetzt hier auf eine Backfolie, denn ich backe ja mittlerweile ausschließlich in meinem Mini-Backofen und dafür ist es perfekt. Jetzt hatte ich das zuerst so drauf gegeben und dann gefiel mir aber oben das nicht so. Ich habe es dann also noch mal umgedreht, weil ich dieses Aufgerissene total gerne bei Roggenbroten mag. Und, nach dem Backen solltet ihr es mindestens 12 Stunden, besser sogar noch 24 Stunden eben einmal kurz abkühlen lassen und dann könnt ihr das schön aufschneiden. Das Brot ist super saftig, hat eine ganz tolle Kruste. Schaut euch das an. Also, die Abdrücke bleiben da noch bestehen. Und bei uns ist tatsächlich das Brot an einem Abend dann komplett weg gewesen. Also, ich hatte es am Vortag gebacken und dann gab es am nächsten Abend zum Abendbrot. Super einfach und so lecker könnt ihr Brot zu Hause backen. Auf eure Ergebnisse bin ich schon mal gespannt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das nachgebacken habt. In diesen Videos sehen wir uns dann schon wieder. Ich freue mich sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.